Oh hey! Dafür, dass ich mich eigentlich als großen DC-Fan ansehe, mache ich dann doch etwa kaum bis gar keine DC-Videos auf den Channel. Also höchste Zeit, das mal zu ändern, und wie könnte man das am besten ändern, als mit einem klassischen Filmranking. Und heute mal schauen wir uns die ikonischste Superheldin schlechthin an, Wonder Woman. Und Disclaimer vorweg, wie immer, hierbei handelt es sich nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst ihr mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Es sei auch gesagt, hierbei kann es zu möglichen Spoilern kommen, zu all diesen möglichen Wonder Woman Filmen. Und es sei auch gesagt, ich werde hierbei nur über die Solo Wonder Woman Filme reden, sprich keine etwa Crossovers wie Justice League oder auch Team-Up-Filme. Wir streamen es nur auf die Feature-Filme, also auch keine Kurzfilme oder sonstiges. Aber anyway, alle Disclaimer wurden disclaimed, genug gesnackert, legen wir doch mal los mit dem Filmranking. Adaptionen von einem Medium zum anderen sind sehr rocky in der Regel. Und nur die seltensten können wirklich so stark überzeugen. Viele von diesen gehen eher weniger so dolle rüber zu einer Gruppe oder der anderen Gruppe, sei es nun die Hardcore-Fans oder eben das weite Publikum. Und dann gibt es auch natürlich diese seltene Fälle, die mittlerweile jetzt auch nicht mehr so selten sind, wo eine Adaption mehr oder weniger weder etwa noch eine dieser Gruppen anspricht, noch irgendwem so wirklich. Und der allererste Wonder Woman Feature-Film, ein TV-Film, Wonder Woman aus dem Jahre 1974, ist genau so eine Adaption. Denn so wirklich viel mit Wonder Woman hat dieser Film eher weniger was zu tun. Und so wirklich viel von diesem Film hört man fast kaum, abseits davon, dass es eine Randnote ist in der filmischen Geschichte von Wonder Woman Adaption. Der TV-Film wurde etwa angedacht als ein möglicher Pilot für eine mögliche Wonder Woman Show, die nie so wirklich rausgekommen ist, denn auch wenn die Viewing Figures relativ akzeptabel waren, waren die etwa nicht etwa so groß, um wirklich etwas zu justifyen, dass ABC eine ganze Serie davon bestellt. Eine Wonder Woman Show in den 70ern gab es am Ende doch noch, mit Linda Carter, die natürlich zu einer Kultshow geworden ist. Aber über diese Show reden wir nicht. Wir reden über den TV-Film Wonder Woman, wo Kathy Lee Crosby die Hauptrolle von Diana Prince aka Wonder Woman einnimmt. An keiner Stelle dieses Films fühlt es sich so an, als würden wir Wonder Woman verfolgen. Es fühlt sich eher mehr an, als würden wir einfach nur eine Spion verfolgen, die mehr oder weniger gegen ein Blofeld Scaramanga Knockoff kämpfen muss. Denn wirklich, unser Main Stalker, der etwa in den Schatten von mehr oder weniger die Faden sieht, ist mehr oder weniger einfach nur ein Knockoff von einem Bond-Villain. Und auch wenn der Actor etwa nicht etwa eine schlechte Performance abliefert, so doch ist der etwa nicht etwa so atemberaubend unterhaltsam, wie manche dieser Bond-Villains, die ich etwa gerade erwähnt habe. Und sein Handsman ist jetzt auch nicht etwa wirklich besser, der hat seine Momente vielleicht mal, aber ein Moment, der mir wirklich etwa ins Gedächtnis geblieben ist der Moment, wo er mehr oder weniger seine zwei eigenen Handsmans erschießt, damit er aber mehr Profit behalten darf. Und diese Szene ist so stiff geactet und hat auch nicht wirklich die Emotion, und der Soundeffekt von seiner Pistole hört sich noch nicht mal so wirklich realistisch an. Der Film versucht irgendwie manchmal die Comic-Seite von Wonder Woman reinzubringen. Immerhin wird der unsichtbare Set hier etwa erwähnt, aber so wirklich fühlen tut es sich eher weniger. Es fühlt sich alles so an wie Lip Service. Es ist ein Wonder Woman Film, irgendwie. Wir haben einen Ex-Amazonian und es ist auch etwa angeteased wird, dass Angela, aka dieser Ex-Amazonian, vielleicht dann doch zurückkehren könnte in einer möglichen Show. Dafür gibt es nie etwa nun ein Payoff. Aber all dies fühlt sich einfach nur sehr bar Minimum an. Und abseits davon, auch wenn man den Adaptionsfaktor vorauslässt, ist dieser Film auch einfach nur sehr generisch. Die Action ist okay, das Acting ist an den meisten Stellen okay, die Runtime ist okay. Man kann mal etwa wirklich verführen, dass es etwa ein TV-Film ist. Und diese haben etwa nicht etwa gerade einen grandiosen Ruf. Vor allem zu der Zeit gab es etwa nicht etwa wirklich viele TV-Filme, die einen ins Gedächtnis geblieben sind oder wirklich gut waren. Die meisten von diesen gingen in Vergessenheit, und vermutlich wäre dieser Film auch in derselben Vergessenheit geraten, wäre der Name Wonder Woman hier nicht etwa tätzt. Keine gute Adaption und auch einfach kein guter Film. Wonder Woman 1984 ist das Sequel zum 2017er Hit Wonder Woman, wieder mal directed von Patty Jenkins und wieder mal in der Hauptrolle Gal Gadot. Und ein weiterer Teil des sehr mäßigen, mittlerweile verstorbenen DC Extended Universe, und ein Film, der in den 2020ern einen sehr infamous Ruf zu sich bringen konnte. Denn viele würden behaupten, dass es definitiv einer der schlechtesten 2020er Superheldenfilme schlechthin, wenn nicht sogar ever. Und auch wenn das letztere vielleicht etwa ein Statement ist, wo ich etwa mir ein wenig unsicher bin, ob ich etwa wirklich damit zustimme, kann ich auch nicht verneinen,
sein, dass ich etwa kein großer Fan von Wonder Woman 1984 bin. Denn auch wenn das Creative Team uns mehr oder weniger einen sehr spaßigen, unterhaltsamen, wenn auch ein wenig mäßigeren ersten Teil vorherbringen konnte, so doch bringt dieser Film einen anderen Ton zu sich und einen Ton, der an sich funktionieren könnte. Immerhin versucht etwa den Ton vieler 2000er Superheldenfilme zu emulieren, mit einem eher mehr comicigeren, goofigeren Stil. Und ich mag etwa, wenn meine Superheldenfilme bzw. Comicbuchfilme manchmal etwa corny sind, manchmal etwa goofy sind. Es kann gut funktionieren und viele der großartigen 2000er Superheldenfilme haben das etwa auch großartig bewiesen, wie spaßig es auch einfach sein kann. Ich meine, die Sam Raimi Spider-Man-Filme sind auch immer noch heutzutage sehr beliebt. Und auch wenn dieser Film es wirklich versuchen möchte, so einen ähnlichen Stil, so eine ähnliche Atmosphäre zu sich zu haben, schafft dieser Film es bis zum Ende etwa nicht. Für Wonder Woman könnte dieser Stil etwa wirklich gut funktionieren. Leider ist Gal Gadot etwa keine gute Wonder Woman. Ich denke, in ihren ersten 2 Appearances ist sie solide, wenn nicht sogar okay. Hierbei kann man etwa wirklich führen, dass sie etwa nicht etwa die gerade idealste Casting-Entscheidung war. Denn hier ist ihr Acting wirklich wooden und manchmal auch einfach nur stiff. Viele der emotionalen Momente kann sie auch einfach nicht etwa wirklich gut rüberbringen. Wenn unser Main Lead mehr oder weniger nicht die Emotion gut rüberbringen kann und etwa nicht etwa glaubhaft in den Charakter von Wonder Woman glauben lässt, dann hat man ein großes Problem, vor allem mit dieser Runtime. Die Runtime für diesen Film ist viel zu lange. Ich bin jemand etwa, der wirklich etwa oft mich beschwert für Runtimes, die lange andauern. Manche meiner Lieblingsfilme, Serien oder sonstiges sind sehr lang. Dafür, dass dieser Film dann doch etwa so einige Charaktere zu sich hat, vor allem mehrere Villains, nutzt dieser Film seine Runtime eher weniger so schlau. Und dabei hat dieser Film eine interessante Idee, wie es etwa mehr oder weniger damit umgeht, dass Diana ihren Grief durchkämpfen muss, wenn es darum geht, mehr oder weniger wirklich etwa zu verarbeiten, dass Steve, aka Steve Trevor, wirklich weg ist. Die Idee, ihn zurückzubringen, ist eine Idee, die mich etwa nicht wirklich mit viel Confidence zurückgelassen hat, als ich davon zuerst mal gehört habe. Und wie dieser Film es auch macht, lässt auch ein wenig fragliche Implikationen in den Wind. Habe ich schon erwähnt, dass wir Sita hier haben und das CGI sieht auch nicht wirklich gut aus. Wirklich großartige Kampfsequenzen mit ihr haben wir jetzt auch nicht. Für einen Großteil dieses Films ist sie auch einfach nicht Sita. Ich kann verstehen, dass die CGI-Kosten vielleicht etwa hoch sind für so einen Charakter, aber wie man das etwa alles gemacht hat, hat etwa dann auch sehr viel zu wünschen übrig geblieben. Und Maxwell Lord, hier gespielt von Pedro Pascal, ist definitiv einer der unterhaltsameren Aspekte aus diesem Film, bietet aber jetzt auch etwa nicht so viel zu sich, abseits von ein paar amüsanten Momenten. Generell, paar der Ideen, paar der Dinge, die dieser Film umsetzen möchte, haben ihr Potenzial, aber so wirklich viel mit diesem Potenzial macht man eher weniger. Was man dafür kriegt, ist etwa ein Versuch, einen cornigeren Superheldenfilm zu geben, der vielleicht aus den 2000er gekommen hätte, und der fühlt sich auch an, als wäre er aus den 2000er, aber nicht nach einem guten 2000 Superheldenfilm, sondern nach einem schlechten. Während ich mit einem eher weniger so positiven Mindset in die vorherigen 2 Wonder Woman Filme rangegangen bin, hatte ich so einige Hoffnungen zu Wonder Woman Bloodlines. Ein animierter Wonder Woman Film klang dann doch etwa so einiges Gutes. Vor allem, da es den anderen animierten Wonder Woman Film auf dieser Liste sehr mochte, aber zu denen kommen wir später. Leider war es dann doch größtenteilig enttäuscht und ich würde etwa lügen, wenn ich nicht behaupten würde, dass dieser Film vermutlich der enttäuschendste Wonder Woman Film auf dieser Liste ist. Denn er hatte so einiges zu bieten und dennoch konnte er etwa nicht den Ins wirklich an einen guten Wonder Woman Film bringen. Als solches ist dieser Film relativ okay, I guess. Aber spulen wir doch mal zurück. Dieser Film spielt etwa im DC CMU, aka das DC Animated Movie Universe, was eben sein eigenes kleines animiertes Universe ist, was sich von den 2010 Direct-to-DVD DC Animated Movies sich bildet. Rosario Dawson spricht etwa hier Wonder Woman, wie sie das eigentlich für den Großteil oder für fast alle dieser DC CMU Filme gemacht hat, und sie bietet einen soliden Job. Sie ist jetzt etwa nicht mein Lieblings-VA für Wonder Woman, aber sie bietet etwa einen soliden Job hier. Und wir kriegen auch sogar einen kleinen Snippet zu sehen, wie Steve Trevor mal wieder vor einen Unfall baut, auf Themyscira landet, recovered, bla bla bla. Wir alle kennen die Origin Story und spätere Filme auf diesem Ranking werden etwa die Origin Story sehr ausführlich erzählen, also behalten wir das mal doch etwa für später. Ich mochte es, dass man etwa die Konflikte hier schon etwa vorher gesetzt hat und diese Konflikte hier sind solide
solide. Ein Theme dieses Films ist eben die Beziehung zwischen Mutter, Tochter, die vor allem ein unserer Schurkinnen sehr porträtiert wird, aka Vanessa, die erstmal etwa ein Ally ist für Wonder Woman, aber später dann etwa wirklich Rachegelüste hat, da sie etwa denkt, dass Wonder Woman mehr oder weniger schuld ist an den Tod ihrer Mutter. Und natürlich haben wir auch noch etwa Dianas Konflikt, wo sie auch ein wenig sich bewahren muss zu ihrer eigenen Mutter. Leider finde ich, dass dieser Film aber dann doch oftmals als Potenzial wastet. Denn vieles von diesem Film fühlt sich etwa nicht so abenteuerlich an oder auch emotional an, wie eine geniale Wonder Woman Story es sein könnte. Ferdinand hier zu sehen, macht Spaß und er hat seine Momente und vor allem gegen Ende haben wir etwa einen wundervollen Fight, der wundervoll animiert ist und wirklich etwa zeigt, wie fantastisch einfach nur die Action mit Wonder Woman sein kann. Also ihr Kampf von Diana, Medusa und auch teilweise Vanessa. Großartig einfach nur, sehr spaßig. Keiner der besten Fights aus dem DC CMU oder dem DC Animated Stuff. Der Dialog ist sehr hit und miss, manchmal ein wenig zu corny und corny kann manchmal funktionieren. Ich bin ein großer Fan, wenn etwa die Comicbook-Filmadaptionen ein wenig mehr in das Cornige reinliegen, aber hier hat das etwa eher weniger funktioniert. Vielleicht lag es an die Delivery oder ein paar dieser Lines, vor allem gegen Ende mit dem emotionalen Moment von Wonder Woman, aka Diana und eben ihrer eigenen Mutter. Die Animationen sind sehr solide, eigentlich das, was man etwa von den DC CMU-Filmen erwartet. Limitiert, aber dennoch nutzen sie ihr Budget relativ gut und nur bei bestimmten Momenten kann man etwa den Lag an großen Budget merken, vor allem wenn es um die Sequenzen geht, wo ein paar unserer Charaktere weinen. Diese sehen eher weniger so doll aus, aber abseits davon sieht der Film sehr solide aus. Als solches ist dieser Film sehr meh für mich. Und es ist definitiv unterhaltsamer, mal einfach einen Wonder Woman Film zu sehen, der nicht etwa Diana mehr oder weniger introducen muss. Also I guess, Daumen dafür hoch. Wonder Woman war definitiv ein Hit für das DC Extended Universe, sowohl bei den Kritikern, als auch beim Publikum, als auch für das Box Office, zu einer Zeit, wo das DC Extended Universe das definitiv benötigt hat. Und auch ich finde, dass dieser Film relativ solide ist. Er hat natürlich etwa nicht der Pinnacle, was eine Live-Action-Adaption von Wonder Woman sein kann, aber wenn man etwa die Competition sich da anschaut, ist das etwa leagues besser. Und auch wenn ich meine Probleme mit diesem Film habe, so doch gibt es so einige gute Qualitäten an diesem Film, die ich etwa hier erstmal highlighten möchte. Zuerst mal macht dieser Film einen wirklich guten Job, sowohl etwa die Perspektive von Steve Trevor als auch Diana rüberzubringen. Die erste Hälfte verbringen wir größtenteils auf Themyscira und lernen wir einfach diese Welt von Wonder Woman, aka Diana, kennen. Vor allem von den Augen von Steve Trevor. Und im zweiten Akt haben wir sowas ähnliches, nur eben etwa mit seiner Welt, von Dianas Perspektive. Und der zweite Akt macht auch wieder viel Spaß. Diana als Fish out of Water funktioniert relativ gut und ist eigentlich das, was man von so einer Wonder Woman Origin Story erwartet. Und wie das umgesetzt wird, ist für den Großteil eigentlich relativ gut. Wie sie etwa diese Welt kennenlernt, die Horror, die Schönheiten, macht Spaß und Gal Gadots Performance, auch wenn es bei Weitem keine gute Performance ist eine sehr solide Performance für das, was sie etwa hier rüberbringt. Der große Scene-Stealer ist Steve Trevor, gespielt hier von Chris Pine, der definitiv sein bestes Outing in der Rolle hat. Er ist sehr charismatisch und seine Dynamik mit Gal Gadot funktioniert relativ gut. Generell die ersten zwei Hälften dieses Filmes machen so einiges Spaß. Auch kann ich etwa Patty Jenkins Inszenierung hier wirklich groß loben, vor allem wenn es etwa um die Inszenierung von Themyscira geht, sei es nun das Kostüming, das Visuelle und einfach etwa wie man diese Welt hier präsentiert, hat so einiges zu sich. Und generell Jenkins und ihre Inszenierung hier macht Spaß. Die Actionsequenzen machen auch Spaß und vor allem so ein Moment wie Diana mehr oder weniger ohne wirklich etwa ein Bedenken aufs Kriegsfeld mehr oder weniger massiert und mehr oder weniger ihre Accessoires nutzt, sind wirklich etwa sehr gute Momente in diesem Film. Generell mag ich diesen Film für einen Großteil der Runtime. Ich bin immer noch nicht der größte Fan von Gal Gadots Interpretation von Wonder Woman, aber hey, ihre Performance ist, wie gesagt, relativ solide. Wo der Film mich leider mehr oder weniger verliert, ist das Ende. Ich bin kein großer Fan vom Ende. Es ist nicht das grauenhafteste, aber man kann mal definitiv einen Shift hier merken. Man kann mal definitiv merken, dass das Ende deutlich anders war als zuerst geplant. Steve Trevor und wie er sich mehr oder weniger aufopfert, ist eine okaye Idee und wird auch okays rübergebracht. Wie gesagt, Chris Pine hier als Steve Trevor ist ein großes Highlight dieses Films und macht sehr viel Spaß. Aber
unser Twist Villain. Und das CGI hier ist jetzt auch nicht das allerbeste. Generell, wie man diesen Film hier ein wenig beendet hat, war dann doch sehr enttäuschend und ein wenig zu messy. Vor allem im Vergleich zu den dann doch sehr kompetenten ersten 2 Akts. Eine Schande, da ich mich etwa für den Großteil dieses Films gut unterhalten gelassen gefühlt habe. Aber naja, vielleicht wird der nächste Live-Action Wonder Woman Film mich dann doch deutlich mehr überzeugen, vom Anfang bis Ende. Also es ist definitiv ein solides erstes großes Kino-Outing für die ikonischste Superhelden schlechthin. Aber natürlich kann es nur einen ersten Platz geben. Und was könnte nun etwa auf den ersten Platz sein für ein Wonder Woman Ranking als Wonder Woman? Ja, ich hoffe wirklich, dass der nächste Film Untertitel zu sich hat. Dann wäre es vielleicht etwa weniger confusing. Aber anyway, Wonder Woman aus dem Jahre 2009 ist der beste Wonder Woman Film für mich. Denn ich denke, es ist ein sehr unterhaltsamer, wirklich guter Film, der definitiv Diana Prince am besten adaptiert. Und zuerst mal muss ich darüber reden, meine Güte, hat man etwa viele Hochkalibers hinter DC als auch anderen Comicbook aka Superhelden-Adaptionen hier drin. Sei es nun im Cast oder auch hinter Kulissen. Unsere Hauptrolle spielt dabei Carrie Russell, die wirklich einen großartigen Job macht als die Stimme von Wonder Woman. Und wie es etwa aussieht, ist wirklich gut. Generell, ich werde da nicht lügen, ich bevorzuge es, wenn diese DC Animated Filme für Direct-to-DVD ihren eigenen Artstyle haben oder zumindest was eigentlich teilweise machen. Klar ist ein Unified Look vor allem für ein Movie-Universe am besten, aber ich bin immer etwa jemand, der lieber einen eigenen Artstyle sehen möchte. Die Animationen hier sind sehr überzeugend und auch für ein Direct-to-DVD-Budget machen sie so einiges Gutes zu sich. Die Actionsequenzen sind großartig, unterhaltsam einfach nur und generell dieser Film ist definitiv sehr ähnlich zum 2017er Film, dass man sich schon fast wundern kann, ob dieser Film seine Inspiration davon genommen hat, also eben der 2017er Film. Und ich würde schon sagen, ja, aber anders als beim 2017er Film, denke ich, dass dieser Film deutlich mehr etwa die Stärken zu sich nimmt. Und ich finde, dass wir ein paar mehr Momente zwischen Steve und Diana kriegen, die diese Charaktere dann doch besser flesh-outen. Genauso ist das Ende deutlich mehr überzeugend und wie man etwa hier den großen Big Bad Ares inszeniert, ist deutlich mehr zu meinem Gefallen als eben in den 2017er Film. Die Origin Story ist hier keine großartig veränderte und man kriegt eigentlich das Typische mal wieder hier, auch wenn es natürlich zwar in die Moderne reingezogen wird, statt eben in Kriegszeit. Generell, ich weiß nicht, was es wirklich viel zu dem Film adden kann. Also, das ist einfach ein sehr unterhaltsamer Actionfilm mit guten Animationen, guten Voice Acting und großartigen, geskillten Leuten hinter der Kamera als auch hinter den Mikrofonen. Falls ihr irgendeiner dieser Wonder Woman Filme euch ansehen wollt, um etwa eine Idee für den Charakter Wonder Woman zu kriegen, dann macht das definitiv diesen Film. Und damit ist dieses Ranking auch zu Ende. Wie sind eure Meinungen zu Wonder Woman und ihren Filmen? Falls ihr mich übrigens etwa fragen möchtet nach einer Recommendation, wenn es um die Comics geht, Absolute Wonder Woman ist kein Geheimtipp, aber definitiv, es wird einfach mal einen Versuch so geben. Kelly Thompsons Run an dieser Serie ist wundervoll und ihr braucht kein Pre-Knowledge zu Wonder Woman als Charakter zu haben und dass es zwar ein alternativer Take ist, aber dennoch etwa den Core von Wonder Woman mehr oder weniger perfekt reflektiert, ist es auch einfach nur ein sehr guter Starting Point. Wie gesagt, kein Geheimtipp, aber falls ihr irgendwann mal einfach ein Wonder Woman Comic euch ansehen wollt, dann macht das definitiv Absolute Wonder Woman. Die Zeichnungen in diesem Comic und generell der Artstyle, das Visuelle ist großartig einfach nur. Und mit dieser Note verabschiede ich mich und wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Euer Random oder Senig. Bye bye.